Deutsch lernen durch Hören. Telefonwerbung. Marco sitzt im Wohnzimmer. Vor sich auf dem Tisch liegen seine Unterlagen. Er möchte lernen. Zum Glück ist Laura heute Nachmittag nicht da. So hat er seine Ruhe. Er kann ohne Störung arbeiten. Als er den ersten Ordner geöffnet hat, klingelt sein Handy. Hallo und guten Tag, mein Name ist Erwin Meier. Ich mache gerade eine Umfrage zum Thema Energiesparen. Würden Sie mir bitte ein paar Fragen beantworten? Es dauert nur 5 Minuten. Marco lehnt ab. Tut mir leid, ich habe keine Zeit. Außerdem nervt mich das Thema. Er beendet das Gespräch und blockiert die Nummer. Nach einer Weile klingelt das Handy erneut. Marco schaut nicht auf die Nummer und nimmt das Gespräch an. Hallo und guten Tag, ich bin Tina Müller von der Firma Nachwerk. Unsere Staubsauger sind die besten. Sie sind sicher damit einverstanden, dass unsere Kollegin morgen früh um 7 Uhr bei Ihnen vorbeikommt, um Sie von der Qualität unserer Produkte zu überzeugen. Sie müssen gar nichts tun, sagen Sie einfach ja und genießen Sie endlich eine saubere Wohnung. Marco versteht kein Wort. Die Frau redet zu schnell und zu viel. Er sagt gar nichts und beendet das Gespräch. Er blockiert die Nummer. Was ist denn heute los? Haben sich alle verabredet, um ihn zu ärgern? Marco versucht erneut, sich auf den Lernstoff zu konzentrieren. Aber schon wieder klingelt es. Vorsichtshalber schaut Marco auf die Nummer, bevor er das Gespräch annimmt. Es ist sein Vermieter. Guten Tag, ich bin Ihr Vermieter. Sicher haben Sie sich schon gefragt, wie Sie ganz einfach Geld verdienen können. Machen Sie es wie ich. Ich arbeite für die Merkur-Versicherung. Marco wird langsam sauer. Entschuldigung, aber Sie sind heute schon der Dritte, der bei mir anruft. Ich möchte nur in Ruhe lernen. Marco beendet das Gespräch. Die Nummer blockieren kann er in diesem Fall nicht. Es ist ja sein Vermieter. Aber er könnte sein Handy ja auch einfach mal ausschalten. Dann hätte er seine Ruhe. Und genau das tut Marco jetzt auch. Darauf hätte er schon früher kommen können.